Ein paar technische Daten zum Gerät. Wir haben maximale Effizienz dank strömungsoptimierten Messer und dem Eco-Modus. Bedeutet, dass wenn der Rasenmäher wenig Schnittfläche hat oder Schnitthöhe, dann geht er in die Eco-Stufe. Braucht er mehr Leistung, schaltet er in die große Power-Modus mit 900 Watt. Wir haben eine Schnitthöhenverstellung in 5 Stufen, einen Auffangkorb von 40 Litern. Wir haben 37 cm Schnittbreite und die Endstufe ist 350 Umdrehungen in der Minute. Das Gerät selber wiegt 14 Kilo. Mit Akku kommen wir auf knapp 16 oder ungefähr 16 Kilo. Wir haben hier das AK-Akkusystem von Stihl. Vorteil ist halt wirklich, wenn ihr schon einen Akku habt, dann könnt ihr die Geräte als Solo-Geräte kaufen und spart euch dadurch einen Haufen Geld, weil ihr wisst ja, die Akkus sind der größte Anteil an den teuren Preisen, weil die Produktion ja auch sehr hoch ist für Akkuproduktionen. Die maximale Lautstärke beträgt 90 Dezibel. So, nachdem wir euch den FSA 60R gezeigt haben, 3,2 Kilo, sieht auch wie, zeigen wir euch ein weiteres Produkt der Firma Stihl. Diese Produkte haben wir uns selber gekauft mit eigenen Kosten. Wir haben nichts gestellt bekommen. Das ist der Stihl RMA 339C mit dem Monowheel. Hier sieht man mal, wie schön das aufgebaut ist. Jetzt machen wir gleich mal eine kleine Demonstration. Ein paar technische Daten: 900 Watt Motor, 3250 Umdrehungen, 40 Liter Fangkorb, Reichweite mit einem AK30 Akku in etwa 300 Quadratmeter. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, dann verpasst ihr auch keine Videos mehr von uns. Aktiviert außerdem die Glocke, dann werdet ihr immer informiert, wenn neue Videos von uns online gehen. Wir haben auch hier eine Automatik, der erkennt, ob viel oder wenig da ist. Das heißt, durch die Eco-Funktion schaltet der Motor hoch oder, jetzt hört man es, wieder runter. Und da hört man es wieder, er läuft wieder an, wenn das Gras etwas höher liegt. Die Einstellhöhe ist bei 30 bis maximal 70 mm. Wir schneiden jetzt gerade mit 30 mm. Und man sieht, er lässt sich sehr leicht bewegen, ohne groß Arbeit zu haben. Und immer wenn er Power braucht, fährt er den Motor hoch. Wenn er keine braucht, fährt er den Motor runter. Und dadurch spart man natürlich auch Laufzeit vom Akku, dass der Akku einfach länger hält. Vorher habe ich hier die Kanten mit dem FSA 60R schon abgearbeitet, dass man hier natürlich an den Kanten nicht mehr großartig vorbei muss, um sauber vorbeizufahren. Ja, und man hört auch immer wieder, wie der Motor hoch und auch runter läuft. Das Messer hält auch lange, allerdings sollte man auch sich sowas vielleicht immer mal auf Lager legen. Ich habe mir den einmal als Ersatz gekauft, wobei man das Messer natürlich immer wieder nachschärfen kann. Ja. Aktuell habe ich jetzt hier den AK20 Akku drin. Jetzt sind wir hier an einem tiefen Punkt. Ja. Stellen wir noch mal etwas höher. Damit man auch sauber arbeiten kann. So. Da sieht man mal, wie sauber der Rasenmäher arbeitet. Jetzt zeige ich euch mal das Ergebnis vom Auffangkorb. Auch hier füllt sich der Korb bis oben hin. Der bleibt nicht bis zur Hälfte voll, sondern er wird wirklich randvoll. Jetzt natürlich nicht komplett voll, weil ich jetzt nicht weiter mähen werde, weil es jetzt leicht anfängt zu nieseln. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video helfen.
Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch bitte einen Daumen hoch da. Ich zeige euch noch mal kurz den Akku. Der sitzt hier vorne. Einfach ablösen und schon könnt ihr durchstarten. Akkuanzeige habt ihr hier. Ich habe mit einem Punkt angefangen. Ein Punkt hat er immer noch. Er blinkt zwar jetzt, aber man hat gesehen, das Schnittergebnis ist trotzdem auf jeden Fall leistungsvoll. Bis dahin, macht's gut.